Hallo, liebe Motorradfahrer. Euer Motorradtourer grüßt euch und freut sich sehr, dass er euch auch für Motorradbekleidung interessiert. Für die Saison 2023 stand für mich die Anschaffung einer neuen Bekleidung an. Das habe ich mir wirklich viel einfacher vorgestellt. Da komme ich aber nachher drauf. Ich sage euch jetzt in diesem Video mal, auf was ich Wert gelegt habe, welche Hersteller das letztendlich übrig geblieben sind und natürlich, wie sich die ich gekauft habe, in diesem Jahr bewährt hat und warum ich zwei verschiedene Modelle in diesem Jahr getragen habe. Also, wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ich habe in diesem Jahr wirklich mit Wechsel der Bekleidung wirklich extrem viele E-Mails bekommen von Leuten, die mich dann gefragt haben, wie denn die neue Bekleidung ist im Vergleich zur Dane-Kleidung und so weiter. Und daher beginnen wir jetzt mal ganz vorne. Also, wer mich kennt und wer meine Videos ab und zu anschaut oder angeschaut hat, der weiß, dass ich seit langer Zeit Dane-Kleidung benutze und mit dem Z-Liner, also mit einer Gore-Tex und einer Pro-Shell Hose von Dane wirklich super zufrieden bin. Könnt ihr auch nachlesen auf meiner Internetseite, da sind die verschiedenen Testberichte drauf. Und also seit 2018 fahre ich die Bekleidung ja und bin in der Zeit bestimmt, ja, das sind 5 Jahre, also ich denke mal so um die 100.000 Kilometer gefahren und war eigentlich auch mit der Dane-Bekleidung immer zufrieden. Die bietet weitgehend das, was ich suche. Die ist wasserdicht und was das Problem an der Bekleidung ist, das sage ich dann nachher. Und ich hätte mir bestimmt auch eine Dane-Bekleidung wieder angeschafft, wenn nicht der Importeur, der dieses Zeug in Deutschland vertreibt, die Firma Modo ... derartig schlechte Bewertungen im Internet hat. Also egal, ob man bei Google nachliest oder bei Trustedpilot, die haben die letzten 1,5 Jahre dermaßen abgebaut, also da ist kaum eine Bewertung dabei, die mehr als 2 Sterne hat. Und bei dem Preis, das es kostet, da muss man einfach schauen, es gibt auch andere Hersteller, die gute Sachen haben und dann habe ich mich halt so entschieden. So ist es eben. Ich begann dann bereits im Januar in der sauren Gurkenzeit mal meinen Anforderungskatalog an die neue Bekleidung zu erstellen. Sie sollte wasserdicht sein, sie sollte gut belüftet sein, sie sollte bezahlbar sein, Level 2 Protektoren sollten verbaut sein und sie sollte auch von der Qualität her schon eine gute Anmutung haben. Ja, das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist ganz einfach zusammenzufassen. Ich suchte die eierlegende Wollmilchsau. Und dann kann es jetzt losgehen. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass ich einmal noch kurz auf die Vor- und Nachteile von meiner bisher benutzten Kleidung eingehen möchte. Grundsätzlich gilt natürlich, dass ich mich jetzt, bevor ich die Jacken gekauft habe, nochmal explizit mit den verschiedenen Baumustern der Jacken auseinandergesetzt habe. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen erklären, was auch die Schwierigkeit ist, wenn man das sucht, was ich suche, also die eierlegende Wollmilchsau. Im Bereich der Gore-Tex unterscheidet man verschiedene Arten der Gore-Tex. Also man unterscheidet zum einen eine Gore-Tex, die außen auf der Jacke laminiert ist. Das sind dann meistens die Pro-Shell oder 3 Lagen Laminate. Das heißt, da habe ich die Außenhaut schon wasserdicht. Der Nachteil
an der Konstruktion ist aber natürlich, dass die eben immer nicht so gut belüftet sind, wie man das oft wünscht, wenn man zum Beispiel im Gelände langsam fährt. Das zweite, das ist der Gore-Tex Z-Liner. So wie ich das mit der Dani-Jacke hatte. Da ist es so, da ist der Außenstoff ja, normal und innen ist dann die Gore-Tex laminiert. Ich kann sagen, die Dani-Jacke, die ist 100% wasserdicht. Also ich bin in Wolkenbrüche gekommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das ist dann wirklich, ich kann 100% sagen, es ist nie was bei der Jacke reingekommen. Obwohl ich eigentlich immer einen Regenkombi noch im Koffer dabei habe, den ich normalerweise auch drüber ziehe. Aber jetzt ist mir mal Folgendes passiert. Ich bin auf der A8 unterwegs von Salzburg Richtung Stuttgart, fahre dann über München und kurz hinter München fahre ich in ein Jenseitsgewitter rein auf der Autobahn. Ich hatte keine Möglichkeit rauszufahren, da kommt keine Abfahrt und ich möchte auch nicht bei Sommerwetter, wo man sowieso schlecht sieht, auf dem Standstreifen meine Regenkombi anziehen. Also bin ich weitergefahren. Wie gesagt, die Jacke und die Hose, das war alles dicht, aber der Z-Liner, der saugt sich dermaßen, der Außenstoff saugt sich dermaßen mit Wasser voll, dass es früher oder später beginnt, einen zu frösteln. Weil meistens hat man ja drunter nur ein T-Shirt oder was weiß ich was an und da wird es dann wirklich frisch. Ja. Somit war die Jacke außen wirklich komplett durchgenässt. Hat aber nichts durchgelassen nach innen, weil ja die Gore-Tex laminiert ist. Ich bin also weitergefahren bis kurz vor Augsburg und das trocknet dann schon selber wieder, aber es dauert seine Zeit und es ist sehr unangenehm, weil es einfach nass und schwer wird. Und wenn man jetzt sieht, wie das jetzt läuft, da ist einfach auch bei den Klamotten eine Weiterentwicklung passiert. Es gibt einfach viel bessere Sachen, wenn man immer fahren will. Die dritte Option wäre noch die, ja, ich sag mal Doppeljacken dazu. Da habe ich außen eine Sommerjacke und habe innen drin einen Inliner, der dann als, ja, wie eine Gore-Tex, also benutzt wird. Das heißt, der ist auch innen wasserdicht und ich habe natürlich die Möglichkeit, das ist auch ein Vorteil von sowas, dass ich die außen drüber ziehe. Da bin ich dann von außen auch dicht und meine Innenjacke bleibt, also die Hauptjacke bleibt trocken. Vorteil, ich habe eine sehr leichte Sommerjacke eigentlich und ich habe die Membrane innen oder außen. Kam jetzt für mich nicht in Frage, weil genau das Thema, was ich vorher auf der Autobahn beschrieben habe, da natürlich auch zum Tragen kommt und ich wollte halt was haben, was entweder außen laminiert ist oder ein Dreilagen-Laminat. Und das alles auch zu einem Preis, der für einen normalen Motorradfahrer auch erschwinglich und bezahlbar ist. Nachdem ich nach der Vorstellung in Facebook wirklich sehr viele blöde Kommentare bekam, möchte ich mal noch eins ganz klar sagen. Ich bezahle meine Jacken ganz normal, ich kaufe die also ganz normal im Handel und bekomme weder von Kleim noch von Stadler noch von Dainese oder von irgendwelchem Hersteller irgendwas geschenkt. Das heißt, ich kann so berichten, was ich empfinde und nicht eine bezahlte Werbung für den Hersteller machen. Und wem das nicht gefällt, der braucht das hier auch nicht angucken, weil es ist ja auch kostenlos für alle. Ja? Und andersrum ist so, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ich respektiere das und für mich ist das okay, weil es gibt hier einfach unterschiedliche Ansätze, was man einfach haben möchte. Ich habe mich jetzt, wie ihr das sehen könnt, für Kleim entschieden und wie ich da in diesem Jahr zufrieden war, das hört ihr dann nachher. Ich bin dann also Mitte Februar gestartet und auf die E-Mod nach München gefahren, da die meisten Bekleidungshersteller ja dort ihre Stände haben
und ich mir einfach versprochen habe, das eine oder andere da anzusehen und eventuell auch anzuprobieren. Ja, das mit dem Anprobieren, das hat nicht so geklappt, weil ich einfach eine Größe habe, die nicht gerade von der Stange kommt. Ich habe halt nicht so eine Idealmaße, die die Hersteller halt immer voraussetzen. Aber egal. Nach langer voriger Recherche kam für mich in Frage die Dainese Hekla, die Revit Vertical GTX, die X Laminat ST Plus und die Modeca Viper LT bzw. Modeca Panamericana, die ich ja schon hatte. Und dann noch die Stadler Thrasher Pro und natürlich die Climb Badlands Pro und die Climb Carlsbad. Ich habe da jetzt bestimmt nicht alle, aber glaubt mir, das hat mir jetzt gereicht. Kurz nochmal zu den Preisen. Die Dainese Hekla kostet als Kombi 950 Euro, die Revit 870 Euro, die Climb Badlands Pro 1960 Euro, die Climb Carlsbad 1450 Euro, der Anzug von X kostet ca. 650 Euro und der Modeca Viper LT Anzug ca. 550 Euro. Das sind also ungefähr Preise, die ich im September 2023 nochmal abgerufen habe. Auf der IMOD in München war es dann aber so, dass ich eigentlich nur am Stand von Stadler und bei dem Kleinhändler, der aus München war, eine ordentliche Beratung bekam. Eine gute Beratung war auch noch bei Modeca. Ja, bei den anderen, die hatten also erstens mal meine Größen nicht da und zum anderen, naja gut, also mit der Beratung, das denke ich mal, da wusste ich schon selber mehr, wie das die Leute am Stand mich beraten konnten. Ja, dann kurz und gut, die X Laminat, die Revit Vertical und die Anzüge von Modeca sind eigentlich ausgeschieden. Das hat den Grund, dass ich die Revit und auch die X wirklich nirgends probieren konnte. Die hat kein Mensch da. Das heißt, dann hätte ich sie gleich im Versandhandel wieder bestellen müssen. Und das wirst du ja schon ein Rieseneck bestellen, da passt sie nicht zurückschicken und naja, gut. Dann war das zweite Thema die Modeca. Die Panamericana, die hatte ich ja schon, die wollte ich mir aber nicht mehr kaufen, weil das ist ja die mit der Innenjacke, die ist zwar super gut belüftet, aber ich wollte halt einfach, wie ich vorher schon ausführte, das nicht haben, dass die Membrane innen ist und eventuell außen drüber gezogen werden muss. Und die Viper LT, da war es genauso, die konnte ich eigentlich nirgends probieren, somit schied die auch aus. Ich habe mir dann im Internet die Dainese Hekla bestellt und die ist auch gekommen, aber die war so steif und so hart, das ist eher ein Gummianzug und das hat mir auch irgendwie nicht richtig gepasst, so dass die eigentlich auch ausgeschieden ist dann. Übrig blieb dann noch die Kleidung von Climb und die Kleidung von Stadler. Ich bin dann nach Heilbronn gefahren zum Motorradecke. Die haben wirklich eine gute Auswahl an Starterkleidung vor Ort. Und da konnte ich wirklich das auch ein bisschen mal anprobieren und mir mal ein bisschen anschauen. Die Thrasher Pro, ich wusste dann, welche Größe passt mir und was ich eigentlich kaufen möchte. Ja, fast 2.500 Euro ist natürlich auch ein Wort. Aber gut, man kauft es ja nur einmal wieder für die nächsten Jahre. Dann war ich noch beim Louis in Stuttgart und in Aalen. Das war dann eher bescheiden im Kleinbereich. Die sagen zwar, okay, sie bestellen dir das, aber da musst du nochmal hinfahren und dann passt nicht, dann musst du nochmal was anderes bestellen und wieder. Also das ist alles nicht praktikabel, wenn man solche teure Ware verkaufen will. Aber ich habe dann wenigstens gewusst, das ist auch, da komme ich nachher noch drauf, die Größenangaben bei Climb, das ist auch ein besonderes Abenteuer. Weil da muss man schon sehr kreativ sein,
um das rauszufinden, was da passt. Ja, dann kurz zu den Größen. Also ich trage bei all meinen Bekleidungen, sei es die Dane-Bekleidung, sei es Ruka oder auch BMW, die habe ich ja auch noch, die Größe 58 oder XXL. Also das passt mir, manchmal auch die Größe 60, das kommt immer darauf an, wie der Schnitt ist. Bei Stadler war es dann auch so, ich habe die in der Größe 58 probiert und das hat mir gepasst. Bei der Hose ist es nochmal anders, da brauche ich dann immer, ja, ein bisschen, das muss ein bisschen größer sein, um eben, ja, wenn man 60 oder über 60 ist, hat man oft ein kleines Bäuchlein, dass das halt alles reingeht. So, auf jeden Fall war es dann so, ich habe schon das bemerkt auf der Messe, da habe ich die Kleimbekleidung in XXL angezogen und das habe ich sofort bemerkt, also da bin ich zweimal fast reingegangen, übertrieben gesprochen. Und ich habe dann eine XL-Jacke angezogen, hat mir da echt super gepasst, muss ich ganz klar sagen. Und ich wusste dann also, welche Größe das ich brauche. Und diese Größen bei Climb, die sind absolut auf amerikanischen Verhältnisse geschneidert, sodass das immer, also XXL ist da XXL, das muss man echt sagen, ist selbst mir deutlich zu groß, wirklich. Ich habe dann auch sehr schnell den Vorsatz aufgegeben, zu einem Händler fahren, anprobieren, für gut befinden, kaufen, mitnehmen. Das geht nicht, weil wirklich kein Händler das ganze Zeug da hat und auch das probieren kannst, dachte ich zuerst. Also, recherchiert man im Internet. Sieht auch immer bei den einzelnen Versandhändlern, wenn es besondere Angebote gibt und wartet eben ab, was so kommt. Ich hatte dann wirklich das Glück, das muss ich ganz klar sagen, dass zu diesem Zeitpunkt eine Firma Motocard, die habe ich vorher noch gar nicht gekannt, die sitzen in Spanien, haben einen Abverkauf von der Climb Badlands Pro 2 gehabt. Also das war ein Modell aus dem Jahr 2022. Und da wurde angeboten die Hose und die Jacke zum Preis von, ich glaube, 1290 Euro statt rund 2000 Euro. Also es war ein wirkliches Schnäppchen. Und die war auch in meinen Größen verfügbar. Ich habe dann die Jacke in der Größe XL bestellt und die Hose in der Größe 40. Das kam beides dann relativ schnell innerhalb von einer Woche. Und das ist jetzt diese Bekleidung, die ihr hier auf dem Video seht. Also schon, wo ich die Jacke und die Hose ausgepackt habe, habe ich bemerkt, dass das natürlich schon wirklich Spitzentechnologie ist. Gore-Tex 3-Lagen Pro Laminat-Technologie, also das war zu sehen, dass das eigentlich auch von der Verarbeitung her top ist und die sicherlich auch 100% dicht ist. Die hatte an den Sturz- und Aufprallstellen noch so spezielle Verstärkungen drin, die hatte reflektierendes Material hinten, die hatte eine super gute Belüftung, also da waren vorne 3 Belüftungsreißverschlüsse und hinten 2 Belüftungsreißverschlüsse. Wenn man sie angehabt hat, also das hat wirklich funktioniert mit der Belüftung, muss ich ganz klar sagen. Es war der Nierengurt eingebaut und. Aber sie sah einfach kacke aus. Hier seht ihr mal die Bilder. Also das war einfach die Hose. Ich kam mir da ganz verloren vor. Meine Kumpels sagten immer, sag mal, willst du als Mechaniker gehen? Und ja, also das hat einfach wirklich kacke ausgesehen. Das war einfach alles viel zu weit und viel zu flatterig und
Ja, ich habe dann, glaube ich, 3 Touren mit der kleinen Bad-Landsburg Fahrer. Ich war einmal am Timmelzug, habe einmal eine Tour hier gehabt und ja, die war von der Technik her, von der Durchlüftung her und von der Dichtigkeit her natürlich absolut top. Aber mir hat es einfach nicht gefallen und ich habe daraufhin bei Kleim direkt mal angerufen, ob man denn da was machen kann. Und die haben ganz klar gesagt, nein, unsere Kleidung ist so geschneidert. Der wörtliche Spruch war, mit einer Kleidung wirst du nie einen Schönheitspreis gewinnen, weil, und das ist auch verständlich, wenn die im Gelände so konstruiert sein muss, dass einfach auch da eine Durchlüftung stattfinden soll, muss die einfach etwas weiter sein, was auch eigentlich technisch verständlich ist. Aber mir hat es halt nicht gefallen. Ich habe sie daraufhin ausgeschrieben und muss sagen, ich habe sie sofort innerhalb von 3 Tagen über eBay Kleinanzeigen verkauft und die ist jetzt weiter im Einsatz. Der war noch ein bisschen stabiler wie ich und der hat sie jetzt und fertig und da wird es passen. Okay, aber ich habe halt jetzt das Problem gehabt, dass ich wieder ohne neue Kombi dastand. Es hat sich einfach gezeigt, dass der Kauf von sowas ohne Anprobieren wirklich sehr problematisch ist. Man kann es bestellen, verschiedene Größen, man schickt es zurück und dann kommt wieder was. Also das funktioniert alles nicht richtig. Ich habe daraufhin nochmal die Frau Haas von Kleim kontaktiert und die hat mich verwiesen an einen Händler und zwar die Firma Mesh Motorradbekleidung in Albstadt. Also auch nicht gerade der nächste Weg von mir aus, das sind rund 200 Kilometer und da bin ich dann samstags hingefahren, schon im Hinblick drauf, dass ich mir dort die Karlsbad-Jacke kaufe. Dort angekommen war es auch so, ein wirklich großer Laden für Kleinbekleidung, die haben wirklich fast alles da. Ich konnte die Größen probieren, ich konnte die Farbe sehen und habe mich dann für eine Kleim Karlsbad entschieden, die plötzlich auch nur noch die Größe L hat. So, aber das seht selbst, das ist jetzt diese Jacke, die ich in diesem Einspieler hier oben trage und ich werde euch jetzt mal die Eigenschaften der Jacke sagen und auch die Funktionsweise, wie ich mit dieser Karlsbad-Jacke zufrieden bin. Die neue Kleim Karlsbad-Jacke kann ja so einiges. So hat sie zum Beispiel diese Gore-Tex Performance außen, genau das, was ich wollte, dass also die Gore-Tex von außen nach innen dichtet. Hält garantiert trocken, sagt Kleim. Dann Cordura an Schultern, Ellbogen, das ist normal. Dann Biomotion-Erkennung, das heißt, das ist eine Art Bewegungserkennung im Dunkeln. Dann hat sie diesen Doppelkopf-Frontreißverschluss. Dann hat sie D3-Level, also Level 2 Protektoren am Ellbogen, an den Schultern und am Rücken. Die sind serienmäßig. Die Brustprotektoren und den Nierengurt, den habe ich kostenpflichtig nachgerüstet. Dann dieses Mesh-Gewebe in den Protektorentaschen. Dann Unterarm 2 doppelte Belüftungen, 2 Belüftungsöffnungen an der Brust, 2 versetzte hintere Öffnungen, dass der Luftstrom besser durchgehen kann. Dann die 8 Außentaschen, 6 Innentaschen und so weiter. Also wirklich top ausgestattet und für rund 800 € auch zu einem vernünftigen Preis für das, was sie kann. Ich fange mal mit den Belüftungsmöglichkeiten an. Also, ich habe hier hinten 2 Möglichkeiten, den Durchzug zu gestalten. Da habe ich also einmal hier und hier die Option des Auf- und Zumachen. Das geht leider nicht beim Fahrer zum Bedienen, aber ist kein Problem,
weil die mache ich einmal auf und da zieht es jetzt so wahnsinnig drin. Zum anderen habe ich hier vorne alles, was blau ist, sind die Belüftungsreißverschlüsse einmal, zweimal und hier an den Ärmeln. Der Ärmel, der ist wirklich am gravierendsten, also den mag ich ungemein, da ist ein ungemeiner Luftzug drin, wenn man die offen hat, also auch schon bei langsamen Geschwindigkeiten. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, hier oben den Kragen hier einzuhängen und die Jacke offen zu lassen. Das ist wirklich auch ein großer Vorteil, wenn man bei sehr warmen Temperaturen fährt. Diese Jacke habe ich jetzt 10.000 Kilometer angehabt. 10.000 Kilometer in Sonne, Wärme, Staub, Matsch und Regen. Also ich kann nur sagen, dass die Jacke wirklich hervorragend funktioniert. Das Einzige, was man wirklich wissen muss, diese Kleinkleidung ist nicht für Temperaturen geeignet also für mich unter 10 Grad. Da muss immer ein Unterpullover oder ein Unterteil getragen werden. Mir ist es viel zu luftig. Dafür habe ich natürlich den großen Vorteil, dass wenn es so warm ist wie heute, also wir haben jetzt, ich glaube, 26, 27 Grad, da ist es wirklich äußerst luftig zu fahren. Und der große Vorteil war, wo wir jetzt auf der Asieda waren und auf der Mayra Stura Kammstraße und den anderen, dass es wirklich ein großer Vorteil war, dass ich die Jacke so öffnen konnte. Also das mit dem Schwitzen war wirklich top. Ich ziehe es jetzt mal an, dass ihr mal seht, auch von den Einrichtungen, von den Sicherheitseinrichtungen. Also optional habe ich die Jacke nachgerüstet, zum einen hier mit dem Nierengurt. Der kommt also direkt von Klein und den habe ich eingezogen und das ist eine super Sache, weil die Jacke so viel besser für mich, viel besser passt und viel besser am Körper liegt. Zum anderen habe ich sie da vorne nachgerüstet mit Brustprotektoren. Die Protektoren hier und hier oben und hinten sind schon im Preis enthalten und müssen nicht nachgekauft werden. Das sind Protektoren der Güteklasse 2. So, machen wir die Jacke mal zu. Fett und okay. Nachteil, was ich finde, hier oben der Klettverschluss ist viel zu kurz. Das heißt, wenn ich die einhänge, also ich habe immer das Gefühl, dass die nicht richtig hängt. Und das ist ein Problem, auch wenn ich eine Unterkapuze trage, dass das einfach vom Einhänger, ihr hört es auch schon, das rastet. Also meiner Meinung nach nicht richtig, aber gut, es hält. Das zweite ist, dass der vordere Reißverschluss sich permanent beim Fahrer löst und nach hinten geht. Zum Anziehen natürlich von den Handschuhen ist das optimal. Und wie gesagt, hier haben wir ja auch Meshgewebe und das ist natürlich auch alles wirklich ein super Stoff. Hier habe ich noch ein Fächchen, wo ich eine Mautkarte oder sowas reinmachen kann. Seht auch hier, dass die Reißverschlüsse alle geführt sind. Das heißt, wenn ich zumache, kann ich die nach hinten machen, dass die gesichert sind und definitiv nicht aufgehen bei Regen. Ein großer Vorteil. Also ich hatte jetzt auf einer Fahrt wirklich einen massiven so einen Regeneinfall, also so einen Wolkenbruch. Ich muss sagen, ich habe sie nachher geklopft und das war okay. Die Badlands Pro, die ich vorher hatte, ist da sicherlich nochmal ein Punkt besser und die ist auch etwas besser von der Durchlüftung her. Die hat nochmal einen oder beziehungsweise 2 Reißverschlüsse mehr. Nachteil bei der Badlands bei meiner war, das war ein Vorjahresmodell, dass der Reißverschluss hier an den Ärmeln nicht nach vorne ging. Das heißt, der hörte dann hier auf und ich musste immer, das war immer ein Gepfriemel mit den Handschuhen. Wenn man die drunter anzieht, so wie ich das mache, ist es echt ein Mist. Du kriegst einfach die Jacke immer nicht richtig drüber. Und das zweite war, dass das Aussehen von der Badlands Pro bei mir mit meiner schlanken Größe einfach nicht ideal war. Bei der Jacke ging es doch, bei der Hose ja, war es einfach Mist. Ich habe also überall, bei allen anderen Herstellern,
die Größe 58 bzw. auch manchmal 60 oder XXL bzw. 3XL, je nachdem wie es ausfällt. Dann war ich in München auf der Messe, habe das ganze Zeug mal miteinander verglichen und habe dann bei Gleim die Badlands Pro anprobiert in XXL. Also da ging ich fast zweimal rein, wirklich. Also unglaublich, was die da für Größenangaben zum Teil benutzen. Dann habe ich mir die gekauft in die Größe XL, die passte auch, die Jacke. Bei der Hose ein Riesenthema. Also der Verkäufer sagte, ja, probierst mal eine 36er an. Was, die 36er, die wäre gegangen, aber ich kriege die oben nicht zu. Ja, vielleicht müsste ich noch mal 20 Kilo abnehmen, aber jetzt gehe, aber okay. Dann habe ich mal eine gekauft, das stand die in Größe 40. Also das sah schon total beschissen aus. Ich habe dann auch bei Gleim angerufen, habe dann auch wirklich Unterstützung bekommen. Ja, es wurde halt gesagt, okay, Gleim kann natürlich nie so anliegen wie andere Hersteller. Leuchtet einem auch einem ein, weil die immer gut belüftet sein wollen. Und wenn sie gut belüftet sind, geht es halt nicht, dass die eng am Körper liegen. Ja? Aber gut, das muss ja selber für sich selber wissen, was man da kauft und so. Der Preis selber für beide, also Hose und Jacke, das ist ja eh schon ein Vermögen, aber da ist es wurscht, ob du dann Stadler kaufst oder ob du dann Klein kaufst, das ist alles das Gleiche. Also da das ist wirklich ein Vermögen, was sowas kostet. Und ja, und jetzt fahren wir mal weiter und den Rest erzähle ich euch dann im Video. Und also, jetzt machen wir sie zu und dann geht es einfach in einer leichten Funktion weiter. Also auch wirklich sehr gut in der Bedienung. Man kann die Armreißverschlüsse bei der Fahrt bedienen. Ich kann auch die Brustreißverschlüsse bei der Fahrt bedienen, so dass ich immer öffnen und schließen kann, wie ich das möchte. Ja, also Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Die Gleim Carlsbad Jacke. Das ist eine Jacke, die hat zwei Gesichter. Also ich spreche jetzt natürlich für mich und auch für meine Empfindungen. Die kann natürlich bei jedem anders sein. Das muss einfach jeder für sich selber sehen. Zum einen sehe ich die Jacke doch eher als Sommerjacke. Es ist so, also auch hier, wo wir auf der Asieta unterwegs waren, bei wirklich sehr warmen Temperaturen und viel Staub und was es da so alles gab, muss ich sagen, auch bei langsamen Geschwindigkeiten unter 30 km/h war immer so, dass die Jacke immer gut belüftet war, wenn alle Reißverschlüsse offen waren. Ich habe das ja noch gar nicht so richtig ausgeführt. Ich kann natürlich auch in der Jacke oben den Kragen einhängen und habe da nochmal eine Möglichkeit, dass wirklich richtig viel Kühlluft reinkommt. Und das ist natürlich, wenn es so richtig warm ist, sehr angenehm. Andersrum war es natürlich so, wo wir dann in den Tunnel reingefahren sind, da oben auf dem Chaperon und es kalt wurde, also da konnte ich die Reißverschlüsse gar nicht so schnell zumachen, wie es mich dann fröstelte. Also das ist aus meiner Sicht der große Nachteil der Jacke und das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich muss natürlich mir noch eine Innenjacke irgendwas dazu kaufen. Ich habe mir jetzt so eine Gleim, also ich habe mir jetzt so einen Unterzieher von Gleim gekauft, der wirklich in die Tests und so überall auch hervorragend abgeschnitten hat. Aber das Ding kostet halt auch 140 € und das muss ja eigentlich zu der Jacke, zum Jackenpreis dazu rechnen, weil die anderen Jacken das größtenteils drin haben. Ja? Und also für mich ist es tatsächlich so, unter 10 Grad möchte ich diese Jacke nicht fahren, weil die wirklich aufgrund von dem Gewebe und dem Mesh natürlich extremst zugig ist. Also auch wenn ich dann oft morgens losgefahren bin bei Temperaturen, ja, sagen wir mal bei 8 Grad oder 7 Grad, hatte ich immer die Unterjacke an und habe die dann im Laufe des Tages ausgezogen, weil einfach die Temperaturen sind schon frisch in der Jacke. Aber
Der Vorteil natürlich, wenn du unterwegs bist und du bist da oben irgendwo und es ist richtig warm, hast du natürlich einen Vorteil. Also da ist die Jacke echt super. Ein Freund von mir, dem habe ich die zum Probefahren mal gegeben, der seit er den BMW-Anzug, Atlantis heißt der, anhat zum Fahren, der sagt, es sei unglaublich, wie da die Luftzufuhr funktioniert, und genau so muss man das eigentlich beschreiben. Also ich kannte das auch nicht so, muss ich sagen. Die Zirkulation von den Ärmeln, also das, wenn man die aufmacht, das ist unglaublich, wie die Jacke dann belüftet ist. Der zweite Faktor ist die Wasserdichtigkeit. Also da kann ich nur dazu sagen, dass ich habe jetzt einen Wolkenbruch durchfahren mit der Jacke und ich kann für mich sagen, sie ist dicht, 100%. Was für mich ein bisschen ein Problem ist, das kann ich aber noch nicht richtig abschätzen, das ist der kurze Kragen oben. Weil in dem Fall war es so, da ging der Helm dann drüber, da hatte ich den Showy auf und der Showy ist in sich selber auch schon dicht. Also das heißt, da hat auch der schon recht gut das Wasser abgenommen. Also auf jeden Fall kommt in der Jacke nichts rein, wenn die Reißverschlüsse zu sind. Und so muss es auch sein. Und sie saugt sich nicht voll. Das ist echt ein Riesenvorteil. Also ich bin bisher mit der ganzen Konstruktion von der Jacke und auch von der Sicherheitskonstruktion absolut zufrieden. Das ist im Übrigen auch bei der Climb Badlands Pro so. Die ist von der Belüftung her nochmal eine Spur besser wie die hier, weil die einfach mehr Reißverschlüsse zum Öffnen hat. Und sie ist auch etwas dichter. Also das heißt, da habe ich ja eine Lage mehr. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man fährt, wenn es kalt ist. Aber nichtsdestotrotz brauche ich auch in der Badlands Pro eine, also sozusagen eine Innenjacke. Also ich brauche es auf jeden Fall, vielleicht bin ich auch verfroren, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich brauche es halt, ja. Wir sind bei einer Tour, war ich mit der Badlands Pro unterwegs, bei einer Temperatur von 16, 17 Grad und habe dann alles aufgemacht, ja, in der Pause, und ich musste dann tatsächlich wieder einen Teil schließen, weil es mich einfach fröstelte danach. Das ist sicherlich nicht bei allen so, ich habe halt auch ein ganz komisches Empfinden und ja, mich führt es jetzt nicht runter, dass ich da extrem drauf schlotter, aber es ist mir einfach kalt und das muss ja nicht sein beim Motorradfahrer. Da gibt es so viele Hilfsmittel, dass man das umgehen kann. Also noch geiler ist ja die Hose vom Badlands Pro mit den, es sind glaube ich 2 Lüftungsreißverschlüsse drin, also 4 insgesamt. Und wenn die alle aufmachst, also auf der Autobahn ist mir das so gegangen, wo ich vom Timmelsjoch zurückgefahren bin. Also wenn die alle offen hast, dann denkst du, fährst mit kurzer Hose. So zieht es durch. Aber natürlich, wenn es richtig warm ist, echt eine tolle Sache. Aber die ist natürlich aufgrund dessen auch so weit. Und haben wir ja schon besprochen, ist eben so. Für die Hose habe ich übrigens noch keine Lösung. Da habe ich noch die Dane-Hose im Einsatz, die ja auch Pro Shell hat. Ja, dann nenne ich nochmal die Nachteile und ziehe ein Fazit zu der Climb Karlsbad. Also Nachteil für mich, habe ich ja schon ausgeführt, das ist da oben der kurze Klett am Hals. Den finde ich absolut unpassend, weil man da einfach gar nicht richtig das regulieren kann. Das zweite ist vielleicht auch nur bei meiner Jacke, dass einfach, ich kriege einfach die Reißverschlüsse vorne am Ärmel nicht fest. Die lösen sich immer wieder und gehen auf, aber gut, das kann ich beim Fahrer einfach schon nach vorne ziehen, dann hält es wieder, aber darf eigentlich in der Preisklasse nicht sein. Und ansonsten,
was ich noch bemerkt habe, ich habe die natürlich jetzt nach dieser Tour, nach dieser Schottertour, habe ich die gewaschen. Die kam dann raus wie neu, kein Problem, aber jetzt bin ich schon wieder, ich glaube 2.500 Kilometer oder 3.000 Kilometer auf der Straße gefahren und ja, die wird etwas dunkel, wo man sie anfasst. Also das darf eigentlich aus meiner Sicht auch nicht sein. Das hatte ich jetzt bei der Daniake nie, selbst das Gelb, das hat er immer gehalten. Aber das werde ich jetzt sehen, wenn ich sie weiter benutze, wie das läuft. Preislich finde ich sie so im oberen Bereich gerade noch so angemessen. Wie gesagt, man muss natürlich schon die Innenjacke, die ich noch separat kaufen muss, mit einkalkulieren. Ansonsten ist es schon High Quality, die ich wirklich absolut auf dem gleichen Niveau von Stadler oder Ruka auf jeden Fall mitheben würde. Und das nächste wahrscheinlich, was man kauft, ist mal eine Stadler. Aber wie gesagt, ist ein halbes Vermögen, was da weglegen muss. Und für Gleim habe ich mich eigentlich auch mit entschieden, weil Walle on Tour, also der Walle hat ja auch seit Jahren Gleim und ist da super zufrieden. Und der kommt natürlich auch überall rum und fährt auch viel Gelände. Das war natürlich schon auch mit noch ein Grund, warum ich mich für Gleim entschieden habe. Und letztendlich hat es dann doch der Händler aufgemacht, also Mesh Motorradbekleidung, weil da einfach eine super Beratung war und ich das Zeug auch anziehen konnte. Die Hersteller, die machen immer Werbung und das und da und viel und oben und unten und die Motorradmagazine bringen was. Ja, was soll das, wenn du es nirgends anprobieren kannst? Also das ist doch ein Schwachsinn sowas, ja. Sollen lieber mal gucken, dass sie vernünftige Händler haben, überall, damit man nicht hier 200 Kilometer fahren muss, um eine Jacke anzuziehen und zu kaufen. Also das finde ich schon unglaublich. Aber gut, im Motorradbereich ist es eben manchmal so. Und das war jetzt mein Statement dazu. Das sieht nicht jeder so, ich sehe es halt so. Ich finde es einfach ein Quark. Und auch die günstigen Hersteller, was soll das, wenn ich dann zu einer großen Kette gehe und die haben nicht einmal die wichtigsten Modelle da. Also das ist doch, ja, ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll. So, jetzt auf jeden Fall danke, dass ihr da zugeschaut habt. Danke, dass euch das interessiert hat. Und vielleicht sieht man sich ja mal unterwegs. So, das war jetzt aber nochmal Jammern auf höchstem Niveau. Aber ich habe es ja irgendwann vorher schon gesagt. Ich sage so, wie ich es denke. Und so denke ich es halt. Also, bis bald. Ciao, euer Motorradtour.